Hallo und herzlich willkommen, Leute, zum zweiten Tag der IAE 2953. Wir schauen uns heute die Schiffe von Aegis Dynamics an. Ich bin schon sehr aufgeregt. Let's go. Und hinter mir leuchtet auch schon das Logo von Aegis Dynamics auf. Ganz besonders gespannt bin ich heute auf die Reclaimer, das bisher einzig fliegbare kapitale Schiff, das wir haben. Wow, und ich laufe hier gerade in die Halle hinein und sehe von hier aus schon die massiv große Aegis Reclaimer. Ihr seht sie hier oben schon durch die Decke. Das aktuell erste flugfertige kapitale Schiff, das wir haben. Die werden wir uns auf jeden Fall auch noch genauer ansehen und eventuell auch mal ausprobieren zu fliegen. Und jetzt gehen wir durch das Portal der IAE und dann steht einfach dieses riesige Ding hier vor uns in der Halle. Das ist schon echt mächtig. Sehr, sehr beeindruckend. Bevor wir uns aber den Star des Abends anschauen, werden wir erstmal hier drüben in Halle 3 anfangen. Weil Aegis Dynamics lastet tatsächlich in der Zenith-Halle dieses Jahr alle 5 Hallen aus. Das heißt, wir haben in jeder Halle verschiedene Modelle ausgestellt. Das wird also heute eine ziemlich lange Tour. Und das werden wir uns in Ruhe ansehen. Hier in Halle 3 haben wir ausgestellt 2 verschiedene Varianten der Gladius, was eigentlich einsitzige Kampfflugzeuge sind, also da haben wir nicht so viel zu schauen. Und die Hammerhead. Ein Schiff, das auch ein ziemlich schweres Kampfschiff darstellt und auch mit ziemlich großer Bemannung normalerweise geflogen wird. Das werden wir uns mal von innen ansehen. Hier oben sieht man schon die Luftschleuse, da wird normalerweise angedockt. Hier laufen wir jetzt unter der Brücke lang, die bei diesem Schiff unterhalb angesiedelt ist des Schiffes. Da verlieren wir etwas Hydraulikflüssigkeit. Und ihr seht schon, hier in der Mitte haben wir einen Hohlraum. Da werden wir dann durch diese 2 Verbindungskanäle auch mal laufen und wir schauen mal, dass wir zum Aufzug kommen und das Schiff betreten können. Jawohl, hier haben wir den Aufzug. Der fährt jetzt auch runter. Türen schwingen zur Seite auf. Und da haben wir ihn. Ah, hier kann ich ihn hochfahren. Okay. Wenn wir jetzt den Aufzug hochfahren, sind wir hier auch schon im Hauptmaschinenraum. Das ist dann der Hauptladeraum und auch der Hauptmaschinenraum. Hier haben wir die Hauptmaschinen, 2 an der Zahl. Und das dürfte ein Aufzug sein. Ja. Der bringt uns hier hoch an die Engineering-Konsole. Also von hier oben wird der Maschinenraum überwacht. Und dann können wir hier weiter nach vorne gehen. Da haben wir hier einmal die Crew Quarters, die Schiffsmesse. Das Lager. Und hier geht dann wieder ein Aufzug nach unten. Wenn ich den irgendwo, ach ja, holen kann.
Und einmal nach unten. Und da sind wir auch auf dem Hauptdeck. Wir sehen hier Zugänge zu den Geschütztürmen. Das ist auch ein Modulraum, ein Maschinendeck. Und wir haben hier nochmal Zugang zu den Kajüten, zu den Schlafkojen. Jeweils links und rechts gibt es dann Toiletten, Badezimmer. Noch mehr Maschinenräume. Und mittig haben wir dann das Kapitänsquartier oder beziehungsweise das Büro des Kapitäns und hier dann entsprechend das Quartier des Kapitäns. Und auf der anderen Seite haben wir dann nochmal Zugang zu einem Geschützturm. Und wenn wir hier weiter die Treppe nach oben gehen, kommen wir dann in den vorderen Teil des Schiffes. Das hier sind diese Verbindungsgänge, die wir von außen gesehen haben. Hier haben wir auch nochmal Aufzüge für den Zu- und Ausstieg. Auf der anderen Seite ist ebenfalls nochmal so einer. Dann haben wir hier nochmal Zugang zu Geschütztürmen. Hier ist die Luftschleuse, wo man andocken kann, also die Andockschleuse. Hier geht es entsprechend wieder zurück. Und hier in der Mitte haben wir dann den Zugang zur Brücke, wo wir über das Bedienfeld nach unten gehen können. Und da öffnet sich die schwere Tür und da sind wir auf der Brücke. Das ist die Brücke der Hammerhead. Wir haben einen Pilotensessel und einen Co-Pilotensessel. Und da können wir uns einfach mal in den Pilotensessel hereinsetzen. Jawohl. Und damit sollten wir jetzt auch Licht an Bord haben. Schauen wir mal wieder raus. Lange Zeit war die Hammerhead das größte flugfertige Schiff, das es gab in diesem Spiel. Bis dann eben die Reclaimer das Schiff abgelöst hat. Gehen wir mal wieder nach oben. Genau, und jetzt können wir hier auch runterfahren. In Halle 2 erwarten uns dann die Avengers. Das sind die 4 Schiffe, die ihr an den äußeren Stellen seht. Das sind 4 verschiedene Varianten desselben Schiffs quasi. Ein Anfängerschiff, ein kleines. Und in der Mitte die Aegis Redeemer, ein eher schwer bewaffnetes Kampfschiff. Bei den Avenger-Schiffen handelt es sich um 4 verschiedene Varianten, die quasi spezialisiert sind. Wir haben hier am Anfang die Renegade, das ist ein Frachtschiff, das ist rein für Fracht gedacht. Da haben wir hier hauptsächlich im Inneren von den Modulen her einen riesigen Frachtraum, ja, wo viel Platz ist, wo es rein kann. Dann haben wir hier die Warlock, das ist eher ein Schiff, das für die Systemsicherheitskräfte gedacht sind, die also sich um Recht und Ordnung kümmern.
Und da haben wir hinten drin überhaupt gar keinen Frachtraum, sondern dieses komische drehende Gebilde. Das ist ein elektromagnetisches Impulsgerät. Man kann auch reinlaufen, aber es ist immer ein bisschen beängstigend. Das setzt technische Geräte in einem bestimmten Umkreis, also auch andere Schiffe außer Gefecht, sodass man sie leichter übernehmen kann. Ist für die Sicherheitskräfte sehr, sehr nützlich. Und hier auf der anderen Seite haben wir dann die Avenger Stalker, die auch für die Systemsicherheitskräfte gedacht ist, und zwar hauptsächlich zum Gefangenentransport. Da haben wir auch Aegis Dynamics auf dem Flügel stehen und wir können hier mal reinschauen. Da haben wir hier rechts und links im Laderaum diese Kryostase-Kammern, wo dann auch die Gefangenen in Stasis versetzt werden. Wir können auch hier mal in den Innenraum schauen, der ist eigentlich bei allen 4 Schiffen gleich. Wir haben hier Zugriff auf die Module des Schiffes, wir haben hier ein Bett, wo man drin schlafen kann und wir haben hier Zugang zum Pilotensessel und zum Cockpit. Genau, und wir haben noch das 4. Schiff, das ist dann die Avenger Titan. Das ist das Allzweckschiff quasi, das Starterschiff und ist für Exploration gedacht. Hat aber prinzipiell auch Laderaum, nicht ganz so viel Laderaum wie die Avenger Renegade, die hat noch etwas mehr. Und dann bleibt uns noch die Aegis Redeemer zu erforschen, deren Antriebe aussehen wie große Haarglätter. Und hier befindet sich der Eingang am Heck. Und führt uns direkt in das untere Deck, wo schon ziemlich viele Kisten und Kästen offen sind. Wir haben hier etwas Frachtraum, hier Regale, wo man etwas unterstellen kann, kann man schließen. Wir haben hier links und rechts Betten, hier sind insgesamt 4 Betten drin, wir haben auch ein Badezimmer. Also eine Besatzung von 4 Mann können wir hier unterbringen. Wir haben hier Schränke, die sich öffnen lassen mit Getränken, mit kaltgestellten Getränken. Das ist immer sehr nützlich für unterwegs. Und wir haben hier einen Aufgang, ja, einen Aufgang über eine Treppe, wo wir nach oben auf das Flugdeck kommen. Und hier haben wir nochmal zusätzliche Sitze für die 4 Besatzungsmitglieder. Wir haben hier Zugriff auf den Maschinenraum, das sind die ganzen Module. Und hier haben wir nochmal 2 Konsolen für die Maschinenkontrolle. Wir haben hier Zugriff auf den Geschützturm. Und hier nochmal 2 Supportsitze, links und rechts und ein Pilotensitz. Und das war es eigentlich schon. Dieses Schiff wird sehr, sehr gerne genutzt von Sicherheitskräften und von medizinischen Kräften. Wow. Einmal die Tür auf, bitte. Die damit quasi Leuten zur Hilfe eilen, die medizinische Hilfe brauchen. Wenn das in einer Organisation organisiert ist, dann benutzt diese meistens für ihre Einsätze dieses Schiff. Das ist sehr beliebt. Auch wenn es selbst keine medizinischen Einrichtungen zur Verfügung hat. Zwischen Halle 2 und Halle 3 durchschreiten wir jetzt wieder diese Ausstellung über Cargo, die wir uns gestern schon mal angeschaut haben, als wir hier waren. Und kommen jetzt wieder in die Halle 1. Wir schauen uns trotzdem noch nicht die Reclaimer an, bevor wir nicht die anderen kleineren Hallen geschaut haben. Aber wir gehen jetzt mal an den Sabers vorbei und geben denen mal ein bisschen Beachtung. Da haben wir hier links der Reclaimer mal die normale, die Standard Saber. Das ist ein als Kampfschiff konzipierter Einsitzer, der recht klobig ist, also eigentlich 2 dicke Motoren mit einem Cockpit dran und 4 dicken Laserwaffen.
Und als Kontrast dazu haben wir die Saber Comet, die quasi nochmal dasselbe in grün ist, in einem bisschen anderen Licht und mit einer anderen Waffenkonfiguration. Aber prinzipiell ist sind das beides Kampfschiffe. Und bevor wir uns mit den anderen Hallen beschäftigen, gehen wir nochmal kurz in den Keller. Schon von hier ist das wirklich ein massiv riesiges Schiff, also wir werden uns die auf jeden Fall nochmal anschauen müssen. Und im Keller haben wir dann nochmal die Möglichkeit, uns die Schiffe anzuschauen von Aegis Dynamics, die angekündigt sind und die demnächst auch dann erscheinen werden. Und da haben wir auf dieser Seite die Idris, das ist eine ziemlich große Fregatte, die mit einer riesigen Schiff-zu-Schiff-Kanone aufwarten kann, die es also mit größeren Schiffen aufnehmen soll, primär. In der Mitte sehen wir die Nautilus, die als Minenleger konzipiert ist. Und mein persönlicher Favorit bis jetzt ist die Vulkan. Das ist ein Supportschiff, das dazu gedacht ist, andere Schiffe einmal zu reparieren, aufzutanken und mit Versorgungsgütern wie zum Beispiel Munition zu versorgen. Das wird definitiv ein Schiff sein, das in Pyro sehr nützlich werden wird, wo die Entfernungen sehr viel größer sind als in Stanton, wo wenig Tankstellen existieren, wo also viel getankt, viel repariert werden muss. Das ist ein Schiff, auf dessen Release ich auf jeden Fall hoffe und auch sehnsüchtig warte. Die Halle 5 ist ganz dem Schiffstypen Vanguard gewidmet. Wir haben hier 4 verschiedene Varianten der Aegis Vanguard. Auf der linken Seite geht es los mit der Vanguard Harbinger. Das ist eine Variante, die als Bomber eingerichtet ist. Im hinteren Teil haben wir dann die Hoplite, die als Truppentransporter, als Dropship eingerichtet ist. In der Mitte sehen wir die Warden, die eigentlich nur als schweres Kampfschiff ausgerüstet ist. Und ganz im hinteren Bereich haben wir dann die Sentinel, die Vanguard Sentinel, die als Abfangjäger eingerichtet ist, also eher für Systemsicherheitsbehörden. Und da haben wir dann zum Beispiel auch Abschaltvorrichtungen drin für Schiffe, also das EMP ist hier wieder verfügbar. Und ich würde sagen, die schauen wir uns mal an, weil es ist eine sehr interessante Variante. Gehen wir mal rein in die Sentinel. Da fällt uns als erstes schon von draußen auf eine riesige Wand mit Datenblättern, Datenfeldern, wo also Daten auch ausgewertet werden, um Verdächtige zu finden. Wir haben hier eine riesige Scanning-Station. Hier auch ein kleines Badezimmer. Wir haben eine Küchenzeile, etwas Lagerplatz. Wir haben hier 2 Betten, die auch recht klaustrophobisch angelegt sind. Wir haben hier einen Treppenaufgang. Muss mal schauen, genau, mit Geheimfach, wo man Sachen auch verwahren kann. Meines Wissens in der aktuellen Version funktioniert das nicht, aber das wird nochmal irgendwann implementiert. Und dann haben wir hier das Cockpit, wo wir mal Platz nehmen werden im Pilotensitz. Jawohl. Und dann ist einer dieser Knöpfe hier. Ah ja, Power on. Genau, und dann sehen wir auch auf der rechten Seite das rote Symbol ganz am rechten Rand, RepVS. Das ist das Abschaltsystem, also das EMP, das dann auch andere Schiffe im Umkreis außer Gefecht setzen kann, wenn man das benötigt. Also es ist für die Systemsicherheitsbehörden sehr, sehr nützlich, das zu haben.
Und das Schiff hat natürlich auch noch ein Geschützturm, der bemannt werden kann. Das heißt, man kann hier auch wirklich mit 2 Mann dieses Schiff betreiben. So, ich weiß, auf diesen Moment habt ihr alle gewartet. Wir werden uns jetzt die Reclaimer, die Aegis Reclaimer, das aktuell größte im Schiff, auch flugfertige, verfügbare Schiff, von innen anschauen. Ich bin schon sehr gespannt. Lasst uns mal reingehen. So, wir haben hier 2 blinkende Lichter. Das ist der Aufzug für die Besatzung, den wir hier, glaube ich, rufen können. Ja. Und da ist er auch schon unterwegs. Das ist wirklich ein winziger Aufzug, passt gerade so für mich. Die Frage ist... Ah ja. Einmal nach oben, bitte. Jawohl. Und jetzt bringt uns dieser Aufzug hoch. Und da geht auch schon die Tür auf. Und wir sind hier auf dem Hauptdeck der Aegis Reclaimer. Sieht nicht gerade einladend aus, aber schauen wir mal. Wir sehen hier die Engineering-Station und dahinter auch das Mahlwerk, das dann quasi das Material, was die Aegis Reclaimer von anderen Schiffen einsammelt, klein malt und weiterverarbeitet, damit wir das dann weiter verwerten und weiter verkaufen können. Die Aegis Reclaimer, falls ihr euch gewundert habt, ist ein Schrottsammler, das heißt Schiffswracks und ja, genau, Schiffswracks, alte kaputte Schiffe, werden von diesem Schiff eingesammelt, in ihre Materialien aufgespaltet und eingelagert zur Weiterverwertung. Ja, das ist die Idee. So, und dann können wir hier mal im Main Deck nach vorne schauen. Das hier sind die Engineering-Stationen. Wir haben hier Notfallkapseln und hier geht es dann nach vorne in die Brücke. Da haben wir auf der linken und rechten Seite Kontrollsitze oder beziehungsweise Steuerungssitze für die Laser, mit denen die Schiffe auseinandergenommen werden. Und wir haben hier Piloten- und Co-Pilotsitze. Also das ist wirklich ein Riesending. Wenn man hier oben steht, da geht es ganz schön weit runter. Das werden wir uns auf jeden Fall mal ansehen. Wenn wir jetzt weiter nach hinten gehen, haben wir hier den Aufzug zum Hauptdeck, den wir hier anfordern können. Ja. Und da kommt er auch schon. Okay, dann einmal rein in den Aufzug. Wo ist der Kollege? Wollte der mit? Nein, der schaut sich noch die Brücke an. Dann, das ist das Bedienfeld. Einmal nach oben. Jawohl, und dieser Aufzug bringt uns jetzt nach oben auf das Hauptdeck. Hallo. Da haben wir auf einer Seite hier eine Leiter, wo wir nochmal ein Deck höher kommen. Hier haben wir den Drohnenraum. Von hier aus werden dann sogenannte Abbaudrohnen auch gesteuert werden. Das ist aktuell noch nicht implementiert, aber es wird kommen. Und wenn wir hier genau reingehen, haben wir dann auch die Drohnenstation, wo die Drohnen repariert, gelagert und eingesetzt werden. Also es geht dann hier quasi durch diese Öffnung in der Decke, werden die Drohnen entlassen. Sind aktuell noch nicht implementiert, wird aber noch kommen. Und dann haben wir hier den Raum mit dem Gravitationsgenerator. Der ist dafür zuständig, dass hier Gravitation auf das Schiff kommt. Und da haben wir auch nochmal eine Jeffreys-Röhre ganz nach unten quasi. So, dann können wir einmal hier den Korridor entlang gehen. Auf beiden Seiten des Drohnenraumes.
und kommen dann quasi hier auf der linken Seite in einen Maschinenraum, einen Modulraum, den Hauptkorridor und auch hier nochmal eine Tür, die zu den Notkapseln führt. Genau, und dann wollten wir hier nochmal rein, da gibt es, kann man hier nochmal runter gucken, auch in das Mahlwerk. Und dann schauen wir uns hier den Raum an. Das ist dann der Hauptaufenthaltsraum, sozusagen die Messe des Schiffes, ist hier, wo sich dann die Crew hauptsächlich aufhält. Wir haben hier einen Zugang zum Dockingring nach oben. Der ist sehr spannend, weil der hat keinen Aufzug. Das heißt, man kann hier andocken, man kann aber nicht rausspringen aus dem Schiff. Das muss dann ohne Gravitation erfolgen. Man kann aber hier durchaus rein und kann dann hier auf den Boden klatschen. Das ist schon mehrmals vorgekommen. Nicht schön zum Ein- und Aussteigen, aber es gibt bessere Varianten. Hier haben wir dann einmal die Crew-Quartiere, wo die Crew lebt und schläft, inklusive Badezimmer, die, naja, etwas besser aufgeräumt sein hätten können. Wir haben hier auch Duschen für die gesamte Crew und Toiletten. Gegenüber diesen Räumen haben wir dann auch das Quartier des Captains. Das fällt etwas größer aus, weil wir haben hier noch den Schreibtisch und das Büro des Captains mit einer Glasplatte oben drüber und einem Fenster mit Aussicht. Das hat die Crew nicht. Und wir haben hier noch das Badezimmer, also einmal das Schlafgemach des Captains und das private Badezimmer des Captains. Und natürlich auch ein Kleiderschrank. So, und wenn wir dann den Flur weiterlaufen, kommen wir so langsam in die Bereiche, wo es ums Arbeitstechnische geht. Wir haben hier nochmal links und rechts 2 Luftschleusen. Auch hier, das sind Schränke für Anzüge und da haben wir dann die Luftschleusen, wo man auch andocken kann und dann entsprechend das Schiff verlassen würde, soweit man gedockt ist. Und dann haben wir hier wieder 2 Jeffreys-Röhren, die auf das Unterdeck führen. Das schauen wir uns dann auch noch an. Und hier ist dann der Durchgang zum Fahrstuhl, der uns an alle Bereiche bringt. Dauert etwas. Und da ist der Fahrstuhl auch schon. Erste Station des Fahrstuhls ist der sogenannte Salvage-Balkon. Das ist einfach ein großer Catwalk, der quasi durch den Laderaum geht. Da sind wir jetzt im Salvage Processing. Man kann hier runter gucken in den zweiten Raum und das sind die beiden Stationen, wo das fertige Material dann rauskommt und das kann von hier aus mit dem Tractor Beam dann geholt werden. Dann ist die letzte Station noch das Cargo Deck. Das ist hier unten drunter. Auf der anderen Seite des Schiffes, also nach vorne, nicht nach hinten. Das ist einfach nochmal ein Raum, in dem wo Platz ist für Fracht. Ja. So, wir fahren jetzt erstmal wieder zurück zum Habitation Deck, also zum Wohndeck, weil wir noch die Leitern in das Unterdeck entdeckt haben, denen wir jetzt noch folgen müssen und mal schauen wollen, wo die uns hinführen. Denn die gehen schon einigermaßen weit runter. Jawohl. Und da sind wir dann im Unterdeck. Sehr spannend. Man kann hier einmal hinten durchgehen, an den Leitern vorbei. Und da haben wir dann das technische Unterdeck. Wir haben hier Zugriff auf die Module. Hier haben wir Zugriff auf die Engineering-Konsole. Das ist der Maschinenraum, der Hauptreaktor. So Leute, damit haben wir uns alles angeschaut, was Aegis zur diesjährigen IAE vorstellt. Und ich würde sagen, probieren wir doch die Reclaimer einfach mal aus und schauen, ob wir damit klarkommen. Let's go! So Leute, hinter mir seht ihr sie schon.
Die riesige Aegis Reclaimer steht jetzt endlich im Hangar, ist flugbereit. Wir probieren jetzt mal, ob wir das Ding von diesem Planeten runterbekommen und in Port Tressler damit landen können. Ich bin schon sehr gespannt. Let's go! Wow. So, die Maschinen laufen. Die Schilde müssen das noch aufladen. Und hier eigentlich eine gute Rundumsicht. Ich sehe auch die Hangartüren, die noch geschlossen sind, und nach unten sieht man auch ziemlich gut. So, damit haben wir die Starterlaubnis. Müsste sich auch jetzt hoffentlich die Tür öffnen. Ja, da tut sich was. In der Zwischenzeit schauen wir schon mal. Microtech. Port Tressler. Route ist gesetzt. Und dann schauen wir mal, ob wir dieses Ding hoch genug vom Planeten bekommen, um auf Port Tressler zu landen. So, letzte Checks. Der Himmel ist frei. Dann wollen wir mal starten. Achtung. Wow. Von außen sieht das dann so aus. Thank you, and please visit again. So, wir haben sie tatsächlich gestartet bekommen, aber leicht Schlagseite. Und jetzt müssen wir sie irgendwie nach oben bewegen. Mal die Gradzahl erhöhen. Maschinen auf volle Leistung. Die Triebwerke stellen wir auf geraden Schub. Und geben vollen Boost drauf. Dort über uns ist Port Tressler, wo wir hinwollen. Wir sind jetzt senkrecht zum Boden. Bei 6000, 7000 Metern über Boden. Und das sieht bis jetzt sehr gut aus. Wir haben keinen Höhenverlust. Kippen mal über 90 Grad für die Kalibrierung. Und ihr seht schon, der Flugvektor kippt jetzt auch ziemlich über 90 Grad. Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht über Kopf wegkippen. Wir sind jetzt bei 9700 Metern und steigend und müssten bald aus der Atmosphäre raus sein. Jetzt kann ich nochmal boosten, um den Flugvektor anzupassen. Und da sind wir aus der Atmosphäre raus. Wir haben es geschafft. Jetzt bleibt uns nur noch nach Port Tressler fliegen.
Und da sind wir vor Ort in Port Tressler. Landing Services. Hier. Okay, wir kriegen hier keine Landeerlaubnis auf Port Tressler. Wahrscheinlich, weil Port Tressler keinen Hangar hat, der groß genug für dieses Schiff ist. Das bedeutet, wir machen uns wieder auf den Rückweg. Nach New Babbage und versuchen, das Ding auf dem Planeten zu landen. Muss ja dann entsprechend ebenfalls funktionieren. So, ich stelle fest, es ist ziemlich voll an den Commons. Da sind verdammt viele Schiffe unterwegs. Und mal schauen, ob wir da noch einen Landeplatz finden. Ich nehme ein bisschen Geschwindigkeit raus. Fahre die Landestützen aus. Und bam. Aufgesetzt, ist kurz abgeprallt, aber die Landeklappen sind noch in Ordnung. Kurz etwas Licht machen. Irgendwo dort sollte der Eingang zu den Commons sein. Ja, dort oben. Wenn wir sehen, ob wir hier so nah wie möglich an den anderen Schiffen landen können. Und aufsetzen. Jawohl. Bisschen nachspringen noch. Okay. Und damit haben wir es geschafft. Wir haben das Ding einmal nach Port Tressler geflogen, sind zurückgeflogen und sind gelandet. War keine leichte Übung, hat ganz schön gedauert, aber am Ende haben wir es hinbekommen. Und es sind aktuell Schneesturm und minus 92 Grad. Also ich komme wirklich kaum voran durch den Schnee. Meine ganze Ausrüstung ist eingeeist. Es kann also noch etwas dauern. Und da fährt jemand mit einem Panzer durch den Schnee. Das ist nicht gut. Jo, Vorsicht. Wow. Gerade noch mal Glück gehabt. Alles klar, Leute. Das war der zweite Tag der IAE 2953. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, kann man immer gebrauchen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, einen guten Flug.